Herzlich willkommen hier zurück auf dem Gear Reference Kanal. Heute mal wieder eine Blackhawk Weste, wieder ein schwarzes Modell und wieder im Einsatz bei der Bundeswehr. Ja, diesmal aber ein Modell von der Stange und nicht wie bei der Version, die ich beim letzten Mal hatte, der Dräger Assault Vest, die exklusiv für das KSK hergestellt wurde. Link haue ich euch nochmal rein, wer das Video noch nicht gesehen hat. Und heute eben mal eine Weste, die so bei der Marine ihren Einsatz fand. Gleich mal noch als kurzes Intro davor. Ich habe vor einiger Zeit mal ein Video gemacht, wo ich schon mal diese Serie quasi eröffnet habe, wo es um Auftriebswesten, Auftriebskörper etc. im Militärischen geht. Das ist jetzt das erste richtige Video in der Reihe. Für jeden, der das Video noch nicht gesehen hat, den empfehle ich das auch mal vorher zu gucken. Da gebe ich nochmal so ein paar Basisinformationen, wieso, weshalb, warum, damit ich das nicht in jedem Video wieder nochmal neu machen muss. Die Weste, wie ich sie euch heute hier präsentiere, ist auch ein bisschen modifiziert worden. Die ist auch tatsächlich aus Beständen der Bundeswehr irgendwann ausgemustert worden, wahrscheinlich auch wegen Modifikationen, weil sie nicht mehr den Auftrag erfüllt und irgendwann natürlich neue Ausrüstung halt einfach da war. Und zwar kann man das vielleicht schon sehen, dass hier die Auftriebskörper, also eigentlich trägt die deutlich mehr auf, die Auftriebskörper entnommen wurden. Das liegt daran, weil man irgendwann so einen Rettungskragen genutzt hat und diese Weste dann tatsächlich nur noch getragen wurde, um eben die Funktion der Taschen zu nutzen. Also quasi einfach nur als Basisweste für die Bootsbesatzung. Da ist jetzt auch schon der springende Punkt. Wer bei der Marine hat die denn genutzt? Und zwar sehen wir die auf jeden Fall im Einsatz bei den SBTs, den Spezialoperationen Bootteams. Ich glaube, so wird es, oder Bootsteams, irgendwie so wird es ausgesprochen. Ich glaube, da wurde der Name halt so ein bisschen genommen aus dem Amerikanischen. Gerade bei der Navy, da sind die SBTs, die Special Boat Teams, nämlich auch oftmals ja früher mit solchen Auftriebswesten mit taktischen Einflüssen eingesetzt worden. Gegebenenfalls waren die auch noch oder schon vielleicht noch bei den Kampfschimmern an sich im Einsatz. Da habe ich leider, was heißt leider, habe ich kein Bild finden können, aber auf jeden Fall bei Personal, was eben halt die Boote bedient, führt, wie auch immer man das dann nennt. Die Weste ist eben für Personal, was halt seinen Hauptauftrag von diesem Boot aus ausführt. Das Personal ist ja auch in der Regel eigentlich stationär auf diesem Boot unterwegs und verteidigt dieses oder kämpft von dieser Plattform. Und hier ist eben so viel Platz drauf, um die notwendigen Sachen, die du auf jeden Fall benötigst, um erstmal zu überleben, um gegebenenfalls nochmal auf sich aufmerksam zu machen und eben ein bisschen Platz für Munition, um auch von diesem Boot kämpfen zu können. Und im Falle, dass man mal vom Boot runterfällt, man eben nicht sofort untergeht, sondern die Auftriebselemente einen nach oben halten und man aber immer noch das ein oder andere Material dabei hat, um eben zu überleben. Diese Art von Weste, gerade von Blackhawk, gab es schon Ende der 90er Jahre auf jeden Fall. Wann genau Blackhawk die ins Sortiment aufgenommen hat, konnte ich jetzt leider nicht eruieren. Aber dieses Modell ist irgendwann so Mitte 2000er wahrscheinlich eingeführt worden. Hier sehen wir nämlich auch schon, dass wir die Plastikschnellverschlüsse mit dem Blackhawk-Logo haben. Ich habe vorher mal eine Version in Oliv gehabt. Gab es auch noch in Beige auf jeden Fall. Die hatte noch die ganz normalen schwarzen Verschlüsse ohne Namen drauf. Die war noch ein bisschen jünger auf jeden Fall von der Datierung. Dann starten wir mal mit den Bildern der Bundeswehr. Und zwar, ich habe mir jetzt mal überlegt, wir machen das Ganze mal so. Ich blende die Bilder ein und versuche dann mal sowas dazu erzählen als neues Konzept und nicht die mal einfach nur so einzublenden, weil hier ich ein paar Details genauer zeigen muss und man auch ein bisschen mehr zoomen muss. Und zwar sehen wir das hier aus einem älteren Bild. Gab es auch, glaube ich, in der Dokumentation noch eine Bilderreihe zu. Und zwar können wir hier schon sehen, dass die Kameraden hier die Schwimmkragen tragen von der Bootsbesatzung, auch hier nochmal in der Rückansicht. Und hier sehen wir, dass die Blackhawk-Westen unter dem Schwimmkragen getragen werden. Wir sehen auch hier, dass die Beingurte, um die es geht, die entfernt wurden, auch hier schon nicht mehr dran sind. Und die Weste eben auch so, wie die Optik es hergibt, schon, wie ich es hier auch schon bei meinem Modell gesagt habe, ohne die Auftriebskörper nutzt. Hier die Kampfschimmer hinten drauf werden gerade verbracht und eben die Bootsbesatzung vorne dran. Ja, die meisten Bilder sind so aus der recht ähnlichen Zeit. Hier ist ein bisschen moderneres und hier muss man nämlich auch wieder genauer gucken.
Und zwar haben wir die Kammschimmer, auch super spannende Ausrüstung mit dabei. Will ich jetzt aber gar nicht so sehr darauf eingehen. Das ist vielleicht mal was für ein extra Video, wenn das interessiert. Dann schreibt es drunter. Dann mache ich da nochmal eine Gear Reference Episode zu den Kampfschimmern mit modernerer Ausrüstung. Und zwar haben wir hier äh, den Kameraden, der vorne eigentlich das schwere Maschinengewehr bedient. Und auch hier sehen wir, dass er den Schwimmkragen über dem Trockenanzug trägt und eben darüber die Blackhawk Float Vest, Modell Nummer 2. Bei dem anderen, die tragen jetzt gar keine andere Weste mehr dazu. Hier wird nochmal eine Blackhawk Harness dazu getragen, den die Kampfschwimmer auch dienstlich geliefert hatten. Aber das ist noch so eins der moderneren Bilder, die ich gefunden habe, wo eben diese Weste noch im Einsatz ist. Wir haben jetzt von dieser Übung, Operation noch ein paar mehr Bilder. Hier sehen wir den Kameraden B10 mit der Weste eben an. Auch hier schön mit Bundeswehrtape die Überlängen weggemacht. Und hier vorne ist jetzt gar nicht genau sichtbar, obwohl könnte auch der sein, der im anderen Moment noch hier fährt, der den Blackhawk Harness drüber hat. Aber hier haben wir eben das Modell. Ja, hier nochmal der erste Kampfschimmer boardet das Schiff. Und hier sehen wir im Hintergrund eben nochmal den Kameraden Bravo 1-0, der diese Weste hier noch trägt. Ein bisschen verschwommen, deswegen habe ich gesagt, mache ich das heute mal so, um halt ein bisschen mehr darauf einzugehen. Genau, hier nochmal ähnlich wie gerade eben. Hier ist der Kamerad wieder. Ansonsten ist leider nicht so viel zu erkennen. Sind natürlich schöne Aufnahmen, gerade bei den Kampfschimmern gibt es hier einiges zu sehen. Aber wie gesagt, das würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Ja, also ist schwer zu sagen, wie lange die Weste tatsächlich dort genutzt wurde. Achso, das Bild habe ich, glaube ich, doppelt, ja. Weil es ein paar Aufnahmen gibt, wo ich die Weste vermute, man es aber zu schwer einfach erkennen kann. So, hier haben wir noch eine recht schöne Aufnahme, die ist aber schon deutlich moderner. Und zwar sehen wir jetzt hier, was quasi das Ganze abgelöst hat, und zwar auch die moderneren Systeme von Lindnerhof Taktik mit Plattenträger und den hier, ich glaube, das ist auch schon der Schwimmkragen, der zur Weste gehört, mit modularen Taschen etc. und halt eben nicht mehr so ein Oldschool-Ding. Ist tatsächlich bei der Einführung der Bundeswehr war das schon mehr oder weniger fast outdated. In dem Bereich auf jeden Fall für so ein Special Operations Boat Team. Aber gut, ist die Bundeswehr. Wir kennen das so. Das dauert ja auch immer, bis Veränderung kommt. Ja, dann hier fangen wir an mit den Referenzbildern der Amerikaner. Ich glaube, hier war der Titel, dass es ein Bild vom Marine Corps ist. Jedenfalls hier eine beige Version. Hier sehen wir auch schön, dass die Beinriemen eingepackt sind in dieser Tasche hinten. Und hier drüben der Kamerad auch nochmal. Ja, von den Amerikanern gibt es natürlich viel mehr Bilder. Die haben so eine Sachen viel in einem größeren Umfang genutzt. Zum Teil ja auch ganz andere Modelle noch. Aber hier haben wir halt eben auch nochmal das Modell in Schwarz. Hier auch nochmal eine frühere Version, wo noch nicht das Blackhawk auf den Schnallen steht, wie ich es vorhin schon erwähnt habe. Hier haben wir Marines und hier sehen wir eine Vielzahl an verschiedenen Westen. Hier haben wir auch wieder den MBSS Plate Carrier von Blackhawk, den auch der andere von der deutschen Bootbesatzung von getragen hat, wo ich schon sagte, der auch dienstlich liefert bei den Kampfschimmern war. Und dann haben wir hier verschiedenste Auftriebswesten im Einsatz. Hier ein Modell von London Bridge Trading. Habe ich auch da, gucken wir uns mal in einem anderen Video an, wird auch hier in Oliv und in Schwarz getragen. Und hier vorne halt den Kameraden mit der Blackhawk-Version. Das Ganze ist auch von den amphibischen Truppen der Marines im Irak, die dort Boote zum Einsatz bringen, um einen Fluss zu überqueren.
Dann haben wir hier ein Bild von einem Navy Seal, um den geht es aber gar nicht. Der hat auch eine Auftriebsweste an. Hier kann ich die Marke gar nicht sagen, aber auch spannend, dass hier wahrscheinlich irgendwas mit einer Tasche modifiziert wurde. Aber hier haben wir auch Jungs vom SWCC von Swig, den Bootsbesatzungen der Amerikaner, und hier vorne mit Eagle Industries Sierras in dem grünen Ranger Green. Und hier trägt eben auch einer die Blackhawk-Weste. Hier das, was wir ganz oft sehen, US Navy, Inshore Boat Units, ganz viel, die diese Westen tragen. Hier auch nochmal ein ABA Pistolenholz, habe ich auch mal vor kurzem ein Video drüber gemacht. Haben wir gleich noch viel mehr Bilder. Hier ebenfalls gleiche Truppengattung. Da sehen wir auch das Blackhawk-Modell, hier noch sehr schön mit dem M60 Flugzeugträger im Hintergrund. Sehr schönes Foto. Ja, hier auch wieder, leider sehen wir nicht so viel. Hier unten wieder das Blackhawk-Logo, 50er, und sind mit den Booten unterwegs. Ein anderes Bild von so einer Inshore Boat Unit. Hier sehen wir das sehr schön, die beiden Blackhawk-Westen machen halt so Security im Hafen. Da sind die Westen auch super häufig zu finden. Hier sehen wir sie nochmal deutlich besser, auch hier mit den Taschen. Genau. Und das ist so ein klassischer Bereich, wo man eben diese Westen dann bei den Amerikanern noch findet. Hier noch ein bisschen was dran getügt. Notsignallicht mit einem Karabinerhaken. Hier hängen die D-Ringe. Auch eine frühere Version, wo noch nicht das Blackhawk draufsteht. Wie gesagt, bei der Marine, bei der Navy gab es sehr, sehr viele Versionen. Hier sieht man nochmal schön die ganzen Details. Ist natürlich auch sehr, sehr, sehr fein mit dem M60. Hier, so einen Job kann man sich natürlich gut vorstellen. Ne? Schöne Überdachung, kurze Hosen und Maschinengewehre. Also, was will man eigentlich mehr? Kann man auch einen schlechteren Job machen mit nass, kalt. Ja, hier haben wir nochmal ganz schön die beige Version. Hier hinten auch nochmal. Ist auch nicht so häufig. Hier nochmal in schwarz. Schöne Mischung mit dem Gore-Tex ECWCS und Three Color Desert. Hier ist noch ein ganz spannendes Bild, weil wir hier die Bootbesatzung haben und die tragen das Versuchsmuster. Ich glaube, weiß jetzt jeder, die haben so in den gleichen Farben quasi so ein Digitaltarn bekommen, die Navy. Hier ist noch dieser, ich sag mal, ja, Truppenversuch in so einer Woodland-Version mit den gleichen Farben. Sehen wir hier nochmal von hinten. Sehr schön die Blackhawk-Westen. So, nachdem wir uns jetzt die Referenzbilder angeguckt haben, schauen wir uns die Weste noch einmal im Detail an. Die Weste besteht im Großen und Ganzen aus 3 Teilen. Das ist einmal der vordere linke Teil, der rechte Teil und das Rückenteil. Alles verbunden, entweder wie hier oben bei den Schultern, über Gurte oder eben über Fastex-Verschlüsse auch hier an den Seiten. Dann beginnen wir einfach mal ganz unten. Wie üblich Belt Loops um den Duty Belt, wie auch immer, was man braucht, durchzuschlaufen, noch zusätzliche Sachen tragen zu können. Hier drüben haben wir 2 D-Ringe, die sind für die Beingurte, um die vorne durchzuschlaufen und festzuziehen. Die sind hier bei diesem Modell entfernt worden, weil die Weste eben nicht mehr als Schwimmweste mehr oder weniger genutzt wurde. Ich blende euch aber nochmal eben ein Bild von meiner alten Weste ein, wo die noch dran waren. Hier oben drüber ganz typisch 2 Magazintaschen für jeweils 3 M4, M16 Magazine oder eben auch, hier passen noch gerade so 2 G36 Magazine rein, gerade wenn die gecleant sind, noch ein bisschen besser. Hier oben ist die Mehrzwecktasche. Im Inneren haben wir noch so eine eingenähtes Gummiband, wo man nochmal Stift oder irgendwie Kleinzeug fixieren kann, damit das nicht so einfach verloren geht. Hier oben drüber haben wir eine der 2 Kompass- bzw. Strobe-Taschen. Da man auf jeden Fall einen Kompass in der Regel und sowieso einen Strobe auch gerade auf dem Meer noch mit dabei hat in seinem Emergency Kit, sind deswegen 2 Taschen dafür vorhanden. Hier an der Weste war angebracht so ein Gurt mit Klett zum Durchschlaufen. Könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht vom ganz alten LLM-Taster ist. Die sahen mal ähnlich aus, weiß ich aber nicht. Ist halt noch so ein Überbleibsel. Und dann war noch
genauso wie es hier ist. Hier oben fixiert eine Notsignalpfeife, die sich auch hier in dieser Tasche befunden hat, so wie ich das Ganze bekommen habe. Hier oben haben wir einen D-Ring, der ist auch schon ordentlich angerostet, genauso wie die D-Ringe hier unten vom Salzwasser der Ostsee. Hier habe ich nochmal die Möglichkeit, was einzuhängen, kommt Gurt, Karabiner, wie auch immer was durch. Genau. Hier über den D-Ring kann ich dann auch im Falle der Fälle, wenn es passt, auch noch ganz gut einen Schlauch vom Camelback legen. Wo das Fach für ein Camelback ist, zeige ich euch gleich. Diese Tasche ist für die Mark 13 Tag und Nacht Signalflare. Ich weiß gar nicht, ob die bei der Bundeswehr Verwendung fand, aber dafür ist diese Tasche eigentlich gedacht. Schließt mit Klett, ist so eine kleine rote Flare, die man in der Hand halten kann. Das ist eigentlich die Medic-Tasche. Da gab es auch, meine ich, mal einen Einschub für. Musste aber separat gekauft werden. Einfach nur, um dann hier nochmal Verbandzeug etc. drin für den persönlichen Bedarf mitzuführen. Oder was man denn sonst möchte, ist halt eine etwas größere Mehrzwecktasche. Hier oben haben wir die Tasche für den Notsignalgeber, für die sogenannte Pen Flare. Und für Knicklichter, also hier ist noch ein grüner Gehörschutzstopfen drin, um eben auf sich aufmerksam machen zu können, wenn man eben vom Boot gefallen ist, dass ich für nachts dauerleuchtend Knicklichter habe, die ich an der Weste befestigen kann, und eben aber halt auch die Pen Flare. Eigentlich ist die, also das ist jetzt das, was wie Black Hawk es sagt, beziehungsweise die Amerikaner das genutzt haben. Wie das jetzt beim deutschen Spezialoperation Bootsteam war, kann ich jetzt leider nicht sagen. Wie gesagt, hier oben die Kompass- oder Strobe-Tasche, die dann noch da drüber liegt. Und hier haben wir wieder so ein Anti-Rutsch-Material, so ein Stockpad für die Schulterstütze vom Gewehr. Dann öffne ich einmal die Weste. Die Innenseiten sind beide identisch. Wir haben auf beiden Seiten hier die Klettöffnung, wo eigentlich die Auftriebskörper reinkommen. Und dann haben wir drüben noch ein Karten-Dokumentenfach komplett mit Klett. Das hat hier auch keine Öffnung, damit möglichst wenig Wasser hier reinkommt. Und weil es auch am Körper ist, passiert das nicht so schnell. Auch nochmal für Personal-ID-Geschichten etc., was man noch so irgendwie bei sich trägt. Ja, ist auf beiden Seiten identisch. Hier am Rücken haben wir das Fach für den Camelback. Wird hier einfach eingeschoben, oben mit Klett zugemacht, und dann können wir hier den Schlauch durchlegen. Und hier befindet sich die Öffnung für die Auftriebskörper vom Rückenteil. Hier an den Seiten sieht man das noch schön, sage ich ja, hier wurde schön mit Panzertape die Überlängen weggetaped. Und dann kommen wir zum Rücken der Weste. Hier oben haben wir nochmal schön zu sehen das Black Hawk Label. Hier oben drüber den Berge Tragegriff. Und hier haben wir die Möglichkeit, dann nochmal die Weste in der Länge nochmal einzustellen. Auf beiden Seiten dann. Und hier natürlich dann die Seite, habe ich ja schon erwähnt. Hier unten ist die Tasche, wo eigentlich die Beingurte drin sind. Die kann man dann zusammenrollen und dann hier reinschlaufen. Sind aber hier, wie man sieht, abgetrennt worden. Hier hinten haben wir noch 2D-Ringe, um nochmal was zu befestigen. Gerade wenn man so Rucksacksysteme oder sowas hast oder noch irgendwie was, wo man durchlaufen muss, dann kann man das hier unten ganz gut machen. Ob der sonst noch irgendwie einen weiteren Grund hat, kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich könnte mir noch gut vorstellen, dass gerade bei den alten Black Hawk Systemen konnte man die D-Ringe halt mit den Adapter-Kits für kleinere Rucksäcke verbinden. Ob das vielleicht die Lösung dafür ist oder für die alten Hydra Storm Systeme, dazu habe ich leider nichts Genaues gefunden. Ansonsten haben wir hier noch das ganz normal übliche Alice bzw. Black Hawks Attachment System mit dem Klett drin, um nochmal eben Zusatztaschen anzubringen. Wir sehen auch auf einem Bild, was wir vorhin dabei hatten, bei den Bootsangehörigen, dass hier eine Tasche, eine amerikanische Harris PRC 148 Tasche angebracht war im amerikanischen UCP. Das war es auch soweit im Detail. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zusehen. Seid gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei und dann sehen wir uns. Bis bald. Ciao.